There's only room for one sovereign at a time. You can't be the same as the sovereign if you're the Prince of Wales or the heir. In einer verblüffenden Entscheidung, die niemand erwartet hat, hat König Charles eine Entscheidung getroffen, die die Monarchie in ihren Grundfesten erschüttert. Seit Jahrhunderten wird die Macht von Monarch zu Monarch mit strenger Tradition weitergegeben. Aber was Charles gerade mit William und Kate gemacht hat, verstößt gegen alle Regeln des Königshauses. Sind Sie der Meinung, dass William und Kate jetzt bereit sind, die Monarchie zu regieren? Kommentieren Sie 1 für Ja oder 0 für Nein. Mal sehen, was die Welt wirklich denkt. Bleiben Sie dran, denn was wir gleich enthüllen werden, wird Sie alles in Frage stellen lassen, was Sie über das britische Königshaus zu wissen glaubten. Die Königliche Stiftung. Bevor König Karl mit seiner Entscheidung, so viel Autorität abzutreten, die Welt in Erstaunen versetzte, hatte er bereits in aller Stille, systematisch und ohne viel Aufhebens die Grundlagen dafür geschaffen. Lange bevor Charles die Krone aufgesetzt wurde und er jahrzehntelang darauf wartete, an der Reihe zu sein, zeigten William und Kate der Welt, wie eine moderne Monarchie aussehen könnte. Die Menschen verliebten sich auf Anhieb in die beiden, weil sie so unverfälscht lächelten und so liebevoll mit ihnen umgingen. Sie waren nicht einfach die Nächsten in der Thronfolge. Sie waren eine ganz neue Art von Königen. Diese neue Art von Königen hat nicht nur die Tradition geerbt, sondern sie aktiv umgestaltet. Als William und Kate im Jahr 2011 heirateten, wurde die Welt Zeuge von mehr als nur einer königlichen Hochzeit. Sie bemerkte eine Veränderung. Ihr Grinsen war nicht einstudiert. Ihre Blicke waren nicht gekünstelt. Ihre Liebe fühlte sich echt an. Und diese Aufrichtigkeit überzeugte Millionen davon, dass sich die Monarchie weiterentwickeln könnte. Zum ersten Mal seit Jahrzehnten glaubten viele, dass die Krone wirklich das Volk widerspiegeln würde, dem sie dient. Im Laufe der Jahre haben sie bewiesen, dass sie mehr als nur beliebte Figuren sind. Sie haben etwas Bleibendes geschaffen. Die Königliche Stiftung, was als humanitäres Projekt begann, hat sich zu einem der mächtigsten Arme der Krone entwickelt, der sich um geistige Gesundheit, frühkindliche Entwicklung, Naturschutz und Suchtbekämpfung kümmert. Themen, die bisher von den Royals ignoriert wurden. Vor allem Catherine widersetzte sich den unausgesprochenen Regeln. Als sie selbst inmitten der Annehmlichkeiten des königlichen Lebens offen über die Schwierigkeiten der Elternschaft sprach, fand dies in der ganzen Welt Widerhall. Sie betonte, dass ein königliches Amt niemanden von den emotionalen Herausforderungen einer Familie befreit. Auch William scheute sich nicht, seine Trauer offen zum Ausdruck zu bringen, und sprach in einfühlsamen und ehrlichen Worten über den Tod seiner Mutter, Prinzessin Diana. Insidern zufolge hat König Charles alles miterlebt, nicht nur als Elternteil, sondern auch als angehender Monarch. Er sah, wie sich die Bevölkerung um William und Catherine scharte, nicht aus Neugierde, sondern aus Vertrauen. Sie waren zum emotionalen Mittelpunkt der königlichen Familie geworden. Charles erkannte allmählich, dann plötzlich, dass das Schicksal der Monarchie nicht nur auf der Tradition beruhte. Sie beruhte auf der Fähigkeit, Kontakte zu knüpfen und sich anzupassen. Niemand veranschaulichte dies mehr als William und Catherine. Diese Erkenntnis, die das Ergebnis jahrelanger Beobachtung war, führte schließlich zu einer außergewöhnlichen Entscheidung. Aber niemand konnte vorhersehen, wie viel Macht ihnen die Krone schließlich verleihen würde. Die wechselnde Garde. Als Königin Elizabeth II im Jahr 2022 starb, fiel die Last des Throns schließlich auf Charles' Schultern. Nach einem Leben des Wartens und der Gestaltung der königlichen Politik von der Seitenlinie aus, wurde er König. Camilla, jetzt Königin-Gemahlin, stand an seiner Seite. Ein Titel, der in den Jahren nach Dianas Tod undenkbar schien. Zunächst sah es so aus, als sei König Charles bereit, seine Vision für das Königreich zu verwirklichen. Er sprach von einer Vereinfachung der königlichen Familie, mit weniger arbeitenden Royals, strengeren Budgets und einer stärker fokussierten Institution. Viele gingen davon aus, dass William und Catherine in respektvollem Abstand gehalten werden würden, während Charles seine Spuren hinterlässt. Historisch gesehen haben die Monarchen einen klaren Unterschied zwischen Herrscher und Erbe gemacht. Doch etwas Unerwartetes geschah schneller als erwartet. Anstatt den Prinzen und die Prinzessin von Wales zu ignorieren, begann Charles, sie langsam an sich heranzuführen. William wurde dabei beobachtet, wie er sensible Informationen erhielt, die normalerweise nur dem König vorbehalten sind. Er nahm an wichtigen diplomatischen Treffen teil, beriet die Politik des Commonwealth und wurde an der Seite des Königs immer auffälliger.
Insider machten sich Notizen. Einem königlichen Beamten zufolge haben der König und der Prinz von Wales die beste Arbeitsbeziehung aller Monarchen und Thronfolger in jüngster Zeit. Seine Majestät vertraut auf Williams Sinne und verlässt sich auf sie. Zur gleichen Zeit nahm Catherine ihre Rolle als Prinzessin von Wales mit überraschender Gelassenheit an. Vergleiche mit Diana waren unvermeidlich, aber Catherine eiferte nie nach. Sie wurde anerkannt, dank ihrer unerschütterlichen Gelassenheit, ihres herausragenden Einfühlungsvermögens und ihrer unermüdlichen Hingabe an den Dienst wurde sie als eigenständige Prinzessin anerkannt und nicht nur als Erbin eines Erbes. Währenddessen beobachtete Charles etwas anderes. Die Schlagzeilen. Das Publikum reagiert. Die stillen Umfragen ergaben ein einheitliches Bild. Die Bevölkerung war nicht nur von William und Catherine angetan, sie hatte in sie investiert. Junge Leute, die sich normalerweise nicht um königliche Angelegenheiten kümmerten, unterstützten ihre Anliegen. Auf den Titelseiten der ganzen Welt hatten sie häufig Vorrang vor dem Monarchen selbst. Ihre Anwesenheit strahlte Feierlichkeit und Freundlichkeit aus. Zwei Eigenschaften, die nur selten zusammen vorkommen. Privat dachte Charles offenbar über seine eigene Kindheit nach, indem er alte Fotos von sich und Königin Elisabeth durchblätterte. Er verstand, wahrscheinlich mehr als jeder andere, was es bedeutete, im Verborgenen zu warten. Er erinnert sich daran, wie frustrierend es war, so viele Ideen zu haben, sie aber nicht in die Tat umsetzen zu können. Allmählich setzte sich ein Konzept durch. Eine, die sich leise und stetig entwickelt, bis sie nicht mehr ignoriert werden kann. Was wäre, wenn die konventionelle Übergabe, die für den Tod oder die Abdankung eines Monarchen vorgesehen ist, nicht die einzige Option wäre? Was wäre, wenn die Zukunft nicht warten müsste? Schatten fallen über den Palast. Bevor jedoch irgendwelche Vorbereitungen für die Zukunft getroffen wurden, hatte sich im Januar 2023 eine stille Anspannung über den Buckingham-Palast gelegt. Die Zuschauer sahen nur ein strahlendes Lächeln und kontrollierte Blicke. Hinter den Kulissen jedoch wuchs das Unbehagen. Es begann mit einer einfachen Erklärung. Die Prinzessin von Wales hätte sich einer Unterleibsoperation unterziehen müssen. Es gab Glückwünsche. Aber man hatte das unbestreitbare Gefühl, dass etwas Wichtigeres verborgen wurde. Der Palast gab dann eine andere, ebenso verblüffende Erklärung ab, in der er bestätigte, dass König Charles wegen eines Gesundheitsproblems behandelt werden wird. Zwei der ranghöchsten Mitglieder des Königshauses müssen sich plötzlich medizinischen Eingriffen unterziehen. Das war keine Routine. Catherine verschwand im Laufe mehrerer Wochen allmählich aus dem Blickfeld der Öffentlichkeit. Keine Engagements, keine Bilder, nur seltene Blicke. Die Online-Spekulationen nahmen zu. Wo war sie? Und warum dauerte ihre Rehabilitierung so lange? Dann kam ein Moment, der die Neugierde stillte und die Nation aufschreckte. Catherine schickte eine maßgeschneiderte Videobotschaft. Sie erzählte, dass bei ihr nach der Operation Krebs diagnostiziert wurde und dass sie diskret mit der Behandlung begonnen hatte. Ihr Tonfall war ruhig, ihre Worte elegant, aber die zugrunde liegende Botschaft war klar. Die Sache war ernst. Es geht mir gut und ich werde jeden Tag stärker, teilte sie der Öffentlichkeit mit. Experten des Königshauses erkannten jedoch hinter ihrer Gelassenheit die tieferen Zusammenhänge. Ihre Abwesenheit war nicht geplant. Ihre Diagnose hatte alles verändert. Kurze Zeit später kam eine weitere überraschende Enthüllung. König Karl hatte ebenfalls Krebs. Innerhalb weniger Wochen wurden sowohl das symbolische Herz der Monarchie als auch ihr Schicksal in Frage gestellt. Doch abseits der Kameras und Pressegespräche nahm etwas Ungewöhnliches Gestalt an. Trotz ihrer unterschiedlichen Gesundheitsprobleme begannen Charles und Catherine, ruhige Zeiten miteinander zu verbringen, einschließlich geheimer Besuche in Krankenhauszimmern und königlichen Palästen. Was als kleine Besuche begann, entwickelte sich zu längeren, wichtigeren Gesprächen. Bei einem dieser Besuche stellte Catherine angeblich eine neue Vision für Gesundheitsprojekte für Kinder vor, die sie nach ihrer Genesung umsetzen wollte. Charles mischte sich sanft ein. »Wartet nicht«, forderte er. »Sagen Sie es mir jetzt. Lassen Sie uns beginnen.« Insider sind der Meinung, dass die Diskussion, so grundlegend sie auch war, einen Wendepunkt darstellt. Charles hat nicht nur zugehört, er nahm alles in sich auf. Er beobachtete bei Catherine nicht nur Hartnäckigkeit, sondern auch eine klare Zielstrebigkeit. Er sah William in der Kombination von königlicher Verantwortung, Elternschaft und stiller Unterstützung. Nicht als Erbe in den Startlöchern, sondern als Führungspersönlichkeit, die bereits im Feuer stand. In den ruhigen Gängen der Genesung begann sich eine neue Vision abzuzeichnen. Eine,
die von der Notwendigkeit und dem Herzen und nicht von Konventionen bestimmt wurde. Die Monarchie, die lange von Tradition und Zeit beherrscht wurde, stand vor der größten Veränderung seit Jahrzehnten. Doch bis es soweit war, mussten sie sich erst einmal erholen, sich selbst prüfen und eine unerwartete königliche Abrechnung vornehmen. Rückkehr ins Rampenlicht. Als der Winter dem Frühling wich, trat die königliche Familie in eine Phase der vorsichtigen Ruhe ein. Das öffentliche Leben verlangsamte sich. Offizielle Verpflichtungen wurden zurückgefahren. Die Öffentlichkeit, die von ihren königlichen Persönlichkeiten Routine und Beruhigung gewohnt war, wartete stillschweigend auf Anzeichen einer Erholung. Die Stille wurde schließlich während des Trooping the Colour durchbrochen. Catherine erschien wieder auf dem prächtigen Balkon des Buckingham Palace. Ihr Grinsen war eher zurückhaltend als strahlend, aber immer noch sichtbar und eindringlich. William, der hinter ihr stand, drückte nicht nur seine Unterstützung, sondern auch seinen Stolz aus. Ihre Kinder George, Charlotte und Louis winkten freudig und erweckten das Bild einer Familie, die etwas wiederfindet, das vorübergehend verloren gegangen war. Die Reaktion der Menge war elektrisierend. Es war nicht nur Erleichterung, es war Zuneigung. Eine wahrhaft menschliche Reaktion auf eine Frau, die etwas Intimes, Traumatisches und furchtbar Nachvollziehbares im Licht der Welt erlebt hat. King Charles kam später an diesem Tag, schlanker und ruhiger, aber immer noch da. Sein Kampf war zwar weniger bekannt, aber nicht weniger real. Allerdings hatte sich etwas an seinem Auftreten geändert. Die Menschen um ihn herum beschrieben eine neue Ruhe, nicht Schwäche, sondern Klarheit. Auf diese Einsicht folgt häufig eine Begegnung mit der Sterblichkeit. Während seiner monatelangen Therapie hatte Charles viele Stunden damit verbracht, über das Erbe, die Verantwortung und die Institution, da er nun vorstand, nachzudenken. Er hatte aus erster Hand miterlebt, wie William sich ohne Zögern in seine Aufgabe stürzte, wie Catherine trotz ihrer Krankheit das emotionale Herz der Monarchie verkörperte und wie sie gemeinsam die Nation einander näher gebracht haben, nicht durch Autoritätsansprüche, sondern durch Einfühlungsvermögen und Stärke. Ein königlicher Beamter sagte, seine Majestät sei von der Art und Weise, wie sich der Prinz und die Prinzessin von Wales verhalten haben, sehr beeindruckt gewesen. Nicht einfach mit Würde, sondern mit einem Ziel. Hinter den Kulissen hatten die Vorbereitungen bereits begonnen. Stille Gespräche, juristische Beratungen und nächtliche Unterhaltungen zwischen einem Vater und seinem Sohn würden letztlich das Wesen der königlichen Führung verändern. Dies waren keine feierlichen Bewegungen, es waren strukturelle Verschiebungen. Während Karl vorsichtig vorging, wuchs die öffentliche Meinung über Wilhelm und Katharina. Ihr gemeinsamer Kampf hat sie in den Blickpunkt der Öffentlichkeit gerückt. Sie dienen nicht nur als Erben, sondern auch als Symbole der Beharrlichkeit. Catherines kurze Bemerkung bei der Eröffnung eines Kinderkrebszentrums diente als emotionaler Prüfstein. Sie stellte fest, dass selbst die schwierigsten Aufgaben einen unerwarteten Nutzen bringen können. Ich habe gelernt, wer für einen da ist, wenn es schwierig wird, und ich habe erkannt, wie wertvoll jeder Tag tatsächlich ist. Karl hörte sich diese Kommentare an und sah seine eigenen Erfahrungen in ihm wiedergespiegelt. Er wusste, dass die Monarchie nicht auf die Zukunft zu warten brauchte. Sie war bereits da. Gemessen an der Präsenz und nicht an Alter oder Status. Durch Taten. Je näher der Herbst rückte, desto unruhiger wurde der Palast. Nicht als Folge einer Katastrophe, sondern im Vorgriff darauf. Der vertrauliche Sekretär des Königs wurde bei nächtlichen Besprechungen beobachtet. Die königlichen Rechtsteams handelten mit außergewöhnlicher Eile. An Charles, William und Catherine wurden immer häufiger zusammengesehen. Lange Spaziergänge, Gespräche hinter verschlossenen Türen und, was besonders aufschlussreich ist, Auftritte ohne Camilla. Eine Veränderung war im Gange. Nicht mehr gemurmelt, nicht irgendwann, wirklich. Die Anerkennungen, die alles veränderten. Nach monatelangen Spekulationen über den Gesundheitszustand und die Zukunft der königlichen Familie wurde das Volk im April 2024 mit einer friedlichen Zeremonie und nicht mit einem großen Umbruch verwöhnt. Dies geschah nicht in Form von Balkonreden oder landesweiten Übertragungen, sondern in Form von 2 königlichen Ehrungen, die in ihrem Zeitpunkt und ihrem Ausmaß ungewöhnlich waren. In einer geheimen Zeremonie auf Schloss Windsor hat Monarch Charles III. Prinz William offiziell zum Großmeister des Most Honorable Order of the Bath ernannt. Eine Position, die früher der Monarch selbst innehatte. Der Orden,
eine der ältesten ritterlichen Traditionen Großbritanniens, ehrt große Verdienste um den Monarchen und das Land und wird in der Regel an einen vertrauenswürdigen Senior Royal verliehen. Die zweite Ankündigung stellte jedoch einen echten Wendepunkt dar. Prinzessin Catherine wurde als erstes königliches Mitglied in den Orden der Companions of Honor aufgenommen. Dieser Titel wird nur selten verliehen und ist in der Regel kulturellen und wissenschaftlichen Koryphäen von Weltgeltung wie Sir David Attenborough und Sir Paul McCartney vorbehalten. Die Aufnahme von Catherine war eine öffentliche Ankündigung. Ihre Beiträge zur frühkindlichen Entwicklung, zur psychischen Gesundheit und zu sozialen Kampagnen sind nicht nur hervorragend, sondern auch auf nationaler Ebene wegweisend. Einem königlichen Journalisten zufolge haben diese Ernennungen keinen rein zeremoniellen Charakter. Sie sind eine Botschaft des Königs, die zeigt, dass William und Catherine nicht nur seine Nachfolger sind, sondern auch die Geschicke der Monarchie mitbestimmen. Die Ehrungen kommen zu einem emotionalen Zeitpunkt. Sowohl Charles als auch Catherine befanden sich in einer Krebsbehandlung. Sie traten in der Öffentlichkeit weniger auf und ihre Pflichten wurden strenger kontrolliert. In diesen ruhigen Monaten wurde das künftige Kapitel der Monarchie jedoch nicht in spektakulären Gesten geschrieben, sondern in symbolischen Entscheidungen darüber, wem was anvertraut wurde. Obwohl keine formelle Übertragung der verfassungsmäßigen Macht stattfand, wurde die Öffentlichkeit Zeuge dessen, was wichtig war: eine stetige, zielgerichtete Aufteilung der Verantwortlichkeiten. William vertrat die Monarchie nun bei mehr offiziellen Anlässen und ausländischen Veranstaltungen. Catherine kehrte nicht nur in ihr Amt zurück, sondern beeinflusste auch die nationale Diskussion über Kinder und Familien. Aus dem Palast wurde bekannt, dass der Monarch häufig strategische Gespräche mit William und Catherine führt. Ein kleines, konzentriertes Trio diskutiert häufiger über die Zukunft der Krone. Ein hochrangiger Berater betonte, es handle sich nicht um eine Regentschaft, sondern um eine Neuausrichtung. Karl sei nicht zurückgetreten, sondern habe einen Schritt zurück gemacht, um eine neue Führung zu ermöglichen. Eine, die sich durch Einfühlungsvermögen, Aktualität und ruhige Stärke auszeichnet. Und mit dieser Anpassung entstand eine neue Dynamik. Eine kollaborative Monarchie mit 3 Staatsoberhäuptern. Als die Nachricht von der Ernennung im Vereinigten Königreich und im Commonwealth Schlagzeilen machte, ging ein Foto im Internet um. Der König. William und Catherine stehen Seite an Seite. Es gibt keine Reden oder Fanfaren, nur Präsenz. Entschlossenheit und Beständigkeit. Es war keine Revolution. Sie zeigte, wie die Monarchie nun gemeinsam voranschreiten würde. Im Frühherbst waren die Signale nicht mehr so subtil. Während der Palast sein glänzendes Äußeres beibehielt, konnte jeder, der genau hinsah, es spüren. In aller Stille vollzieht sich eine Machtverschiebung. Es begann mit einem Planungsfehler. 3 hochrangige diplomatische Begegnungen, die normalerweise vom Monarchen geleitet werden, wurden unerwartet an Prinz William übergeben. Dabei handelte es sich nicht um formelle Zeremonien oder normale Termine. Sie betrafen Staatsoberhäupter aus aller Welt, Handelsverhandlungen und sensible Commonwealth-Themen. Das Thema wurde von königlichen Beobachtern angesprochen, die stets auf die Feinheiten achten. Warum jetzt? Catherine wurde auch bei ihrer Ankunft im Buckingham-Palast zu einer Reihe von Treffen hinter verschlossenen Türen gesichtet. Nicht mit dem König oder Prinz William, sondern mit den wichtigsten Beratern des Monarchen. Sie ging allein hinein. Sie blieb für mehrere Stunden. Sie ging weg, ohne etwas zu sagen. Ein derartiges direktes Engagement eines königlichen Gemahls war nahezu unerhört. Die Gerüchteküche begann zu brodeln. In einem internen Schreiben, das veröffentlicht wurde, wurde auf eine umfangreiche Verlagerung königlicher Aufgaben hingewiesen, die für das nächste Jahr geplant war. Kommentatoren haben darüber spekuliert. Gab es Pläne für einen Rückzug von König Charles? Inwieweit war dies eine Reaktion auf gesundheitliche Bedenken oder eher eine strategische Reaktion? Ein hochrangiger königlicher Journalist erklärte, dass er seit mehr als 30 Jahren über die Monarchie berichtet. Ich habe noch nie etwas erlebt, das so streng kontrolliert wurde. Es ging um die juristische Arbeit, die mangelnde Kommunikation der leitenden Assistenten und die Überarbeitung des Protokolls. Es hat einen Hauch von Geschichte. Dann kam das Weihnachtsfest in Sandringham, ein Fest, das oft von Traditionen und einer Hierarchie symbolischer Bedeutung geprägt ist. In diesem Jahr wurde jedoch mit den Konventionen gebrochen. William und Catherine trafen vor allen anderen ein. Sie waren für die Begrüßung der Mitarbeiter zuständig, empfingen Würdenträger und ergriffen die Initiative, um intime Feste für die Familie zu organisieren.
Die Ankunft von Charles und Camilla erfolgte später. Und obwohl sie für die Kameras lächelten, berichteten diejenigen, die in die Situation eingeweiht waren, von einer spürbaren Anspannung, vor allem seitens des königlichen Gemahls. Andererseits brachte das Weihnachtsessen ans Licht, was viele bereits vermutet hatten. Als sich die Mitglieder der Familie um den langen Tisch versammelten, trat Charles vor, um den üblichen Toast der königlichen Familie auszusprechen. Andererseits hob er sein Glas nicht, sondern überließ William den Moment. Nachdem er sich fertig gemacht hatte, stand der jüngere Prinz auf. In seiner förmlichen, nachdenklichen und verantwortungsbewussten Rede sprach er über die Bedeutung des Dienstes, die Macht der Generationen und die Möglichkeit, gemeinsam voranzukommen. Diejenigen, die im Saal anwesend waren, berichteten, dass der Moment eindeutig still war. Eine feierliche Übergabe der Fackel, die ohne großes Zeremoniell vollzogen wurde und dennoch nicht missverstanden werden konnte. Ein einfacher Blick zwischen einem Elternteil und seinem Sohn vermittelte mehr Informationen, als jede formale Erklärung es hätte tun können. Auf der anderen Seite des Tisches starrt ein Monarch, der noch die Krone trägt, den Mann an, der bereits dabei ist, die Last der Krone zu schultern. Für die aufmerksamen Beobachter ging es nicht mehr um die Frage, ob oder ob nicht. Die Frage war jetzt, wann es geschehen wird. Zu diesem Zeitpunkt war bereits alles gesagt. Auf dem Papier hatte sich die britische Monarchie bis zum Januar 2025 nicht verändert. Diejenigen, die aufmerksam waren, bemerkten jedoch, dass sich die Machtdynamik auf subtile Weise verändert hatte. Auch wenn es keine Abdankung und keinen verfassungsrechtlichen Umbruch gab, waren die Anzeichen dafür kaum zu übersehen. Wenn es um den Commonwealth Day geht, der als einer der wichtigsten Anlässe im königlichen Kalender gilt, ist der Monarch seit jeher derjenige, der die Zeremonien abhält. Doch in einem nicht nur ungewöhnlichen, sondern auch sehr diskreten Schritt ließ sich König Charles dieses Jahr nicht blicken. Offiziell war das Motiv, sich zu entspannen. Eine Präventivmaßnahme, so seine Berater, angesichts seiner jüngsten Behandlung. Nur wenige haben jedoch den Ernst der Lage nicht erkannt. Das Führungsfahrzeug wurde von Prinz William und Prinzessin Catherine gefahren, die zur gleichen Zeit in der Westminster Abbey eintrafen. William legte den Kranz stellvertretend für das Commonwealth nieder. Während des Empfangs im Anschluss an den Gottesdienst hielt Catherine die Hauptrede. Es war das erste Mal, dass eine Prinzessin von Wales eine Rede in dieser Eigenschaft hielt. Und es war nicht nur die Tatsache, dass sie dort waren. Die Art und Weise, wie der Palast es darstellte, war es auch. In allen Pressemitteilungen, offiziellen Porträts und Kommentaren der königlichen Berater wurden William und Catherine als die Krone in Bewegung dargestellt. Sie wurden nicht als Stellvertreter gezeigt. Ein langjähriger königlicher Journalist stellte fest, dass diese Umstellung nicht nur subtil, sondern auch äußerst zielgerichtet ist. Auch wenn der Monarch keine Erklärungen abgab, spricht die Tatsache, dass er nicht anwesend war, Bände. Tatsächlich kursierten im Palast bereits Gerüchte, wonach es sich bei dieser Zeit nicht um einen Übergang, sondern um eine Mitregentschaft handelte. Und zwar in jeder Hinsicht, abgesehen von ihrem Namen. Nach lebenslanger Vorbereitung traf Karl die Entscheidung, seine Autorität durch Delegation durchzusetzen. Ein königlicher Berater sagte, dass er nicht zurücktreten werde. Um sich bewusst zurückzuziehen und William und Catherine die Monarchie aufbauen zu lassen, solange er noch die Möglichkeit hat, sie zu führen, tritt er einen Schritt zurück. Die Menschen konnten den Wandel beobachten. Zum ersten Mal seit Jahren stiegen die Zustimmungswerte für die Monarchie, vor allem bei den jüngeren Generationen. Dies war eine bedeutende Entwicklung. Ihre Anliegen, die früher als weiche Diplomatie galten, hatten nun das Gewicht der Politik. Das lag vor allem an der konsequenten Präsenz von William und Catherine sowie an ihrer emotionalen Aufrichtigkeit. Ihr Auftreten war mehr als nur Symbolik. Sie hatten eine große Wirkung. Sogar unter den Mitgliedern der königlichen Familie war der Übergang ganz offensichtlich. Als William beim Empfang zum Commonwealth Day eintraf, waren zahlreiche hohe Beamte die Ersten, die ihn begrüßten. Dies geschah nicht aus Respektlosigkeit gegenüber dem Monarchen, sondern aus purem Instinkt. Es gab eine Verschiebung der Dynamik. Es gab keine Ankündigung, die Charles gemacht hatte. Aber die ganze Welt wusste davon. Außerdem soll sich Königin Camilla entschieden haben, der Veranstaltung nicht beizuwohnen und stattdessen den Tag in Ray Mill House zu verbringen, ihrem Privatanwesen in Wiltshire. Dies alles fand hinter den Türen des Palastes statt. Informanten zufolge war es eine persönliche Zeit. Andere waren sich nicht ganz sicher. Camilla bricht in Schweigen aus. In den letzten Momenten der Feierlichkeiten zum Commonwealth Day,
die von einem bescheidenen, aber eindrucksvollen Anblick geprägt waren, klickten die Kameras, als die Westminster Abbey von Applaus erfüllt war. Oben auf den Stufen der Abtei stehend, winkten Prinz William und Prinzessin Catherine der versammelten Menge zu und vermittelten den Eindruck, ein souveränes Paar zu sein. Das Publikum nahm es zur Kenntnis. Die Medien nahmen es zur Kenntnis. Auch Königin Camilla, die nirgends zu finden war, tat offenbar dasselbe. Fast jedes Jahr, seit sie mit Charles verheiratet ist, war sie bei der Zeremonie anwesend. Andererseits verrieten königliche Berater, dass sie sich entschieden habe, weiterhin in Ray Mill House zu wohnen, das ihr Privatbesitz ist. Erholung war die erklärte Erklärung. Diejenigen, die sich in der Nähe des Palastes aufhielten, gaben jedoch eine kompliziertere Erklärung ab. Eine Quelle verriet auf subtile Weise, dass die Königin nicht krank ist. In diesem besonderen Jahr fühlte sie sich einfach nicht dazugehörig. Sie sagten, es sei kein Groll, sondern eher eine dämmernde Erkenntnis, die der Grund dafür war. Camilla hatte jahrzehntelang stillschweigend den Blick der Öffentlichkeit ertragen und sich schließlich durch ihre Arbeit an der Seite von Charles Respekt verschafft. Zu diesem Zeitpunkt jedoch, als die Monarchie den Höhepunkt ihrer Entwicklung erreicht hatte, hatte sich die Aufmerksamkeit verlagert. Außerdem ging sie nicht in die andere Richtung. Dem Bericht zufolge gibt es keinen Konflikt zwischen ihr und William und Catherine. Aber sie hat den Eindruck, dass sie in der Gegenwart übergangen wurde. Im Privaten hatte Camilla lange Zeit die Befürchtung geschlummert, dass ihre Haltung ständig als bedingt, auserklärungs-, verteidigungs- oder rechtfertigungsbedürftig empfunden werden würde. Und nun, da Charles begann, den jüngeren Royals mehr öffentliche Autorität zu verleihen, fühlte sich Camillas Funktion mehr und mehr wie eine zeremonielle an. Es gab weder einen Konflikt noch ein offensichtliches Nachspiel. Innerhalb des Palastes herrschte jedoch eine kühle Atmosphäre. Das Personal beobachtete, dass Charles und Camilla weniger an gemeinsamen Auftritten teilnahmen. Berater erklärten, dass sie in letzter Zeit weniger an Planungssitzungen teilgenommen habe. Und als sie auf ihre Abwesenheit beim Commonwealth Day angesprochen wurde, sagte ein langjähriger Mitarbeiter mit leiser Stimme, ich glaube, sie wollte erleben, wie es ist, zu existieren, ohne gebraucht zu werden. Das war eine klare Botschaft an diejenigen, die hinter den Kulissen arbeiten. Und sie spiegelte sich schnell in den Schlagzeilen der Presse des Vereinigten Königreichs wider. Camilla ist von ihren Gefühlen überwältigt. Es war jedoch kein öffentlicher Ausdruck von Wut. Es war nicht laut, sondern eher etwas Intimes. Die allmähliche Enträtselung hinter verschlossenen Türen, bei der sich selbst eine Königin in ihrem eigenen Palast fehl am Platze fühlen kann. Gleichzeitig wurde behauptet, dass Karl ein kontemplativer Mensch sei. Während der Zeit, in der sie beide mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatten, hatte er eine Bindung zu Catherine entwickelt. Als William immer mehr Verantwortung in der Öffentlichkeit übernahm, hatte er beobachtet, wie er seine Gelassenheit und Klarheit bewahrte. Als König war er sich bewusst, dass er aufgeben musste, um ein Erbe zu hinterlassen. Als Ehemann hingegen hatte die Entscheidung möglicherweise einen hohen Preis. Die Entscheidung, die Charles getroffen hat, diente dem Wohl der Monarchie, so ein ehemaliger königlicher Pressesekretär. Und Camilla kommt zu der Erkenntnis, dass sie nicht mehr zu dieser Kerngruppe gehört. Die Stille, die zwischen den beiden herrschte, war nicht abwertend. Sie hatte keine Substanz. Die Verzögerung, die zwischen zwei Menschen auftritt, während sie sich an eine neue Realität anpassen, die keiner von ihnen vollständig geplant hatte. Camilla trat zurück zu ihren eigenen Bedingungen, aber nicht ohne ein Gefühl des Verlustes. Dies geschah zur gleichen Zeit, als die Welt eine neue Generation königlicher Führung feierte. Die Zeit, in der sie an der Seite von Charles ging, erstreckte sich über mehrere Jahrzehnte. In diesem Moment ging sie zum ersten Mal seit vielen Jahren wieder allein spazieren. Die neue königliche Ordnung. Im Frühjahr 2025 war die britische Monarchie noch nicht durch wesentliche Änderungen oder große Ankündigungen umgestaltet worden. Die Gesetze wurden in keiner Weise geändert. Keiner der Titel wurde geändert. Auf der anderen Seite hatte sich alles geändert. Im Laufe von etwas mehr als einem Jahr hatte die Krone einige Herausforderungen überstanden, darunter Krankheit, Ungewissheit, Mutmaßungen und eine tiefe innere Abrechnung. Sie hatte sich jedoch auch in einer anderen Form entwickelt, war menschlicher, schlanker und klarer geworden. 3 Personen standen bei diesem Wandel im Mittelpunkt. Bevor er gezwungen war, den Thron zu besteigen, kam König Charles, der sein ganzes Leben darauf gewartet hatte, den Thron zu besteigen, zu der Erkenntnis, dass Weisheit manchmal einen Schritt zurück erfordert.
Im Laufe seines Lebens hatte sich Prinz William allmählich zu einem König in der Praxis entwickelt. Vertrauensvoll, besonnen und zunehmend präsent an den Orten, an denen die tatsächliche Macht lebt. Und dann war da noch Prinzessin Catherine, deren Einfluss sich nicht durch Gewalt, sondern durch Eleganz entwickelt hatte und die durch ihre schamlose Authentizität neu definierte. Was es bedeutete, ein moderner König zu sein. Offiziell blieb Charles weiterhin König, doch diejenigen, die in die inneren Abläufe der Monarchie eingeweiht waren, sprachen nun von einem 3-Personen-Modell, einer Partnerschaft, bei der Kontinuität, Glaubwürdigkeit und Mitgefühl im Vordergrund stehen. Selbstverständlich hielten Charles, William und Catherine schon seit geraumer Zeit wöchentliche Strategiesitzungen ab. Die wichtigsten diplomatischen Briefings wurden nun von William geleitet. Der neue königliche Stiftungsbeirat, dem Catherine vorstand, war für die Festlegung der allgemeinen strategischen Ausrichtung aller wichtigen königlichen Wohltätigkeitsorganisationen zuständig. Sogar die Generalversammlung hatte dies zur Kenntnis genommen. Hinter verschlossenen Türen erklärten einige hochrangige Minister mit leiser Stimme, dass sie bei ihren Kontakten mit dem Palast nun zuerst die Unterschrift von William erwarten würden. Ein Historiker wies darauf hin, dass wir es nicht mit einer formellen Regentschaft zu tun haben, sondern mit etwas Neuem. Einer geteilten Souveränität, die sich nicht auf das Gesetz, sondern auf den Willen des Volkes stützt. Was Königin Camilla betrifft, so kehrte sie in einer eher zurückhaltenden Funktion ins öffentliche Leben zurück, behielt aber während ihrer gesamten Heimkehr ihre Unterstützung und Würde bei. Allerdings mit einer zurückhaltenderen Präsenz und einer stärkeren Betonung des eigenen Lebens. Sie nahm an kleineren Veranstaltungen teil, setzte sich für Themen ein, die ihr am Herzen lagen, und erlaubte dem neuen königlichen Rhythmus, sich allmählich und ohne Widerstand zu entwickeln. Alle 4 Mitglieder der königlichen Familie posierten für Fotos während einer Frühlingsgartenparty auf dem Rasen des Buckingham Palace. Sowohl Charles als auch Camilla grinsten. In unmittelbarer Nähe zu ihnen standen William und Catherine. Diejenigen, die die Entwicklung der Aufnahme aufmerksam verfolgt hatten, wussten jedoch, dass die Symbolik auf dem Foto nicht vorhanden war. Sie könnte in den Lücken zu finden sein. Camilla stand neben Charles, Catherine und William standen an der Seite. Und die Krone ist in der Mitte von ihnen, ist nicht mehr etwas, das darauf wartet, weitergereicht zu werden. Etwas, das sich bereits in Bewegung gesetzt hat. Die Monarchie hatte keine Ankündigungen zu ihrer Wiedergeburt gemacht. Einfach ausgedrückt. Sie hatte sich in sie verwandelt. Meinen Sie, Charles sollte offiziell zurücktreten und die neue Generation übernehmen lassen? Lassen Sie es uns in den Kommentaren wissen. Ihre Meinung zählt mehr denn je. Wenn Sie das genauso schockierend fanden wie wir, dann gefällt Ihnen das Video, abonnieren Sie es, um die wahre königliche Geschichte zu erfahren, und teilen Sie es mit anderen königlichen Zuschauern.